So Freunde, endlich ist es soweit. Ihr kriegt heute das Billboard H4 Stand-Up Paddleboard Review. Auf Instagram habt ihr es ja schon gesehen in den Stories und in den Posts. Habe ich jetzt seit mehreren Monaten im Einsatz, Frühling, Sommer, Herbst und jetzt auch im Winter. Und ich dachte mir, jetzt kann ich das Video langsam abschließen und am Ende des Videos auch ein gutes Fazit abgeben. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem Board und würde sagen, schaut euch das Video jetzt an. Ein paar schöne Detailszenen habe ich gemacht, viele Informationen drin über das Board und ja, viel Spaß und bis gleich. Wer das H4-Board zum ersten Mal sieht, der versteht sicherlich, warum es bei mir genau dieses Board sein musste und kein anderes. Komplett in schwarz, keine bunten Farben oder Logos, zweckmäßige Features und am Ende hat mir das Carbon-Zubehör den Rest gegeben und es musste das H4 von Billboard her. Hier ist es also 4 Meter lang, 83 cm breit und 15 cm stark. Nur das Board wiegt 13,7 Kilo, die sich aber unter dem Arm erstaunlicherweise gut tragen lassen. Zu den 13,7 Kilo kommt natürlich noch das Paddel, in meinem Fall ein CP1, also ein Carbon-Paddel. Es ist sehr leicht, wiegt nur 730 Gramm, ist dreiteilig und lässt sich schnell und einfach per Schnellverschluss in der Größe verstellen. Maximal bis auf 211 cm. Sehr angenehm, wenn man vom Stand in die Knieposition wechselt und das Paddel schnell kürzt. Der Paddelknauf ist äußerst präzise gefertigt und liegt perfekt in der Hand. Keine Blasen oder Überlastung an den Handflächen auf längeren Strecken. Weiter zum Gesamtgewicht kommt natürlich noch die Finne dazu. In meinem Fall eine CF1 mit leichten 150 Gramm. Es gibt optional auch noch eine GF1, also eine Fiberglasfinne mit 300 Gramm, die etwas robuster ist als die CF1. Montiert wird die Finne in einer US-Finbox mit der mitgelieferten Schraubmontage. Unterlegscheibe auf Lochhöhe einschieben, Finne hinterher und die Schraube per Hand festziehen. Das war's schon. Vorteil der US-Finbox ist der, dass ihr auch Finnen von anderen Herstellern verwenden könnt. Was darf beim Zubehör neben einer Finne außerdem nicht fehlen? Genau, ein Leash. Gerade für Anfänger sehr wichtig, da das Leash den Verlust des Boards verhindert und man somit immer eine Schwimmboje, also das SUP, bei sich hat. Das Leash mit Neoprenüberzug und Klettverschluss ist sehr angenehm zu tragen, ob am Knöchel oder oben an der Wade. Es hat mich zu keiner Zeit gestört. Falls das Spiralkabel mal stört oder dich sogar behindert, kannst du es jederzeit am rot markierten Schäkelverschluss lösen. Sehr praktisch, auch beim Anlanden, um das gegebenenfalls störende Leash schnell loszuwerden. Bevor wir am Board ins Detail gehen, noch schnell was zum Lieferumfang. Hier gibt es selbstverständlich noch eine Doppelhubpumpe, mit der sich das Board je nach Lust relativ schnell aufpumpen lässt und ihr gleichzeitig euren Körper aufwärmt. Insgesamt gefällt mir außerdem am Lieferumfang, dass alles in schwarzen und hochwertigen Taschen geliefert wird. So gibt es eine Tasche für die Pumpe, in der ihr auch die Finne verstauen könnt und die optionalen Signallichter. Dazu aber später mehr. Das Paddel besitzt auch eine eigene Tasche und auch hier sind die Stellen, die nass werden können, mit einem Netzgewebe verarbeitet. So wird bessere Trocknung und Belüftung gewährleistet, falls noch Restfeuchtigkeit besteht. Der Trolley kann übrigens auch über die 4 Schlaufen in das Gepäcksystem integriert werden und somit als Verstaumöglichkeit genutzt werden. Alles sehr durchdacht. Das ganze Setup lässt sich zum Verreisen oder Transportieren dann sehr gut im mitgelieferten Trolley verstauen und das nicht nur direkt aus der Fabrik. Auch nach der Benutzung schafft man es ohne Probleme, das gefaltete Board mit Zubehör gut zu verstauen und zu verzurren. Zum Transportieren könnt ihr dann entweder auf die integrierten Rollen setzen oder eben auf die Schultergurte, die unerwartet bequem sind. Nice to know, mit den Verzurgurten des Boards könnt ihr auch das Gepäcksystem erweitern bzw. verlängern. Fast hätte ich es aber vergessen, das Repair Kit. Bis jetzt hatte ich zum Glück noch keine Probleme zu beheben, da das SUP wirklich sehr robust und hochwertig verarbeitet ist. Aber besser haben als brauchen, das wisst ihr ja.
Kommen wir jetzt aber endlich zum Board. Das Heron 4 bietet jede Menge interessante Features, die man bei handelsüblichen Boards eher weniger findet. Insgesamt besitzt das H4 6 Haltegriffe, an denen ihr euch festhalten bzw. hochziehen könnt oder für das Tragen zu zweit. Die dezenten Reflektoren bringen dabei Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Für alle, die gerne auch die Campingausrüstung für mehrere Tage mitnehmen, gibt es natürlich auch ein Frachtsystem, das mit Schnellverschlüssen und Gurten zum Verzurren ausgestattet ist. Ein größerer Dryback ist hier schnell verstaut und hält sicher. Eine gleichmäßige Gewichtsverteilung nach vorn und hinten empfiehlt sich hierbei und etwas Luft in den Drybacks ist für den Fall des Kenterns auch nicht verkehrt. Im hinteren Bereich besitzt das Board für kleinere, leichtere Gepäckstücke oder Gegenstände ebenfalls Schlaufen und Ösen für Gurtmaterial oder Expander. Perfekt für längere Touren mit mehr Gepäck. Vorne und hinten gibt es dann jeweils noch Befestigungsringe für das Leash oder einen Anker. Wie ihr seht, haben aber auch eure Füße ausreichend Platz auf dem Board und das gummierte, griffige Deckpad gibt euch dabei auch im nassen Zustand sehr guten Grip. Aber was hat es eigentlich mit dem zweiten Ventil im hinteren Bereich auf sich? Ein ziemlich geniales Feature, wie ich finde, denn das Leafield A6 Ventil lässt bei einem Druck von über 20 psi Luft ab und verhindert so die Verformung oder ein Reißen des Materials. An heißen, sonnigen Tagen braucht ihr euch also keine Gedanken über den Druck im Board zu machen. Außerdem sehr cool oberhalb des Heron-Aufdrucks die extra für Actionkameras eingearbeitete glatte Fläche zum Aufkleben der Halterung. Freut euch also auf die kommenden Tourenvideos mit Actioncam. Für die Navigation habt ihr an den oberen Haltegriffen zusätzlich noch Ösen, um zum Beispiel den optional erhältlichen Kompass zu befestigen. Für Touren auf dem Meer sicherlich sehr nützlich, um bei schlechter Sicht grob den Kurs zu halten, für Flusstouren in meinen Augen allerdings nur eine kleine Spielerei. Keine Spielerei ist die Signalpfeife im Cargo-System des Boards. Unter einem kleinen Neoprenüberzug befindet sich die Pfeife, mit der ihr im Notfall auf euch aufmerksam machen könnt. Allgemein ist das Board eher im Tourensektor einzuordnen und deshalb darf natürlich eine Beleuchtung nicht fehlen. Wer in der Dunkelheit noch ein paar Meter machen will, der kann sich die optionalen Orbi-Locks an den Vorrichtungen vorne und hinten befestigen. Damit leuchtet ihr zwar nichts aus, aber ihr werdet nachts definitiv auch auf langen Distanzen wahrgenommen. Neben der optionalen Beleuchtung sind euch sicherlich schon die zahlreichen Reflektoren aufgefallen. Die gibt es an den Seiten des Boards, am Heck, an den Griffen und auch am Klettverschluss des Leashs. Gut finde ich an den Reflektoren, dass sie tagsüber fast gar nicht als solche wahrgenommen werden. Kommen wir jetzt zum Fahrverhalten. Das Board besitzt einen verstärkten, ansteigenden 25 cm langen Rocker, also eine hochgebogene Nase, die über kleinere Wellen hinweg bügelt. Somit sticht das Board nicht in die Wellen ein und es kommt weniger Wasser aufs Board. Durch die Breite von 83 cm und der Länge von 4 Meter liegt das Board sehr stabil auf dem Wasser und lässt sich sehr gut steuern. Auch größere Wellen von Motorbooten oder Frachtkähnen lassen sich auch mit Gepäck gut überqueren. Auf dem Meer war ich mit dem Sub allerdings noch nicht. Außerdem eignen sich die Maße sehr gut für mein kleines Einmannzelt, mit dem ich schon einige Nächte auf dem Sub schlafen konnte. Die Traglast wurde mit einem totalen Gewicht von 160 Kilo getestet, also auch schwerere Personen mit Gepäck kann das Sub tragen. Kommen wir jetzt zum Fazit. So Freunde, jetzt gibt es mal das Fazit zum Heron 4. Es wird langsam dunkel, ich versuche das relativ schnell jetzt abzuwickeln und mich kurz zu fassen. Warum fahre ich SUP? Ich kann da drauf stehen, ich kann da drauf knien, ich kann da drauf sitzen, ich kann da drauf liegen, ich kann da drauf mein Einmannzelt aufbauen und da drauf schlafen. Habe also relativ oft oder eigentlich immer einen geraden Untergrund, es sei denn mein Ufer ist schief. Das gefällt mir sehr gut an SUP und man arbeitet einfach mit den Beinen, untere Rückenkondition ist auf jeden Fall ein bisschen anstrengender als Kanu- oder Kajakfahren und deswegen nutze ich momentan so ein Board. Gefällt mir einfach sehr gut. Ich kann auch sehr viel Gepäck drauf beladen und macht mir einfach eine Menge Spaß und solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Wenn ihr hier aus Hessen kommt,
und Bock habt, mal eine Runde zu fahren, ob das was für euch ist, dann schreibt mir einfach eine Privatnachricht oder unten in die Comments und dann könnt ihr mal eine Runde fahren, wenn ihr Bock habt. Das so dazu, wieso ich SUP fahre. Ich fange einfach mit den negativen Punkten auch direkt an. Negativ hat mir definitiv nicht gut gefallen. Der Anschaffungspreis 2.500 Euro ist eine Stange Geld und das ist für mich ein negativer Punkt. Es gibt auch noch eine Fiberglas-Variante, die ist ein bisschen günstiger. Also wer nicht ganz so viel Geld ausgeben will, der kann sich vielleicht mal die Fiberglas-Variante anschauen. Und ich habe einen Gutscheincode klar gemacht. Das heißt, wenn ihr Trick 17 eingebt beim Bestellen, kriegt ihr 200 Euro Rabatt. Danke an der Stelle an Billboard SUP für den Gutscheincode. Zweiter negativer Punkt ist für mich die Pumpe bzw. der Schlauch der Pumpe. Da ist das Gewinde mit dem Schlauch verbunden. Da hätte ich mir gewünscht, dass das Gewinde extern ist mit einer Gummiabdichtung, weil dadurch, dass es ein Stück ist, muss man immer ein bisschen mitdrehen. Das stört ein bisschen. Für 2.500 Euro kann man da einen besseren Schlauch erwarten. Das ist für mich einfach ein kleiner negativer Punkt noch. Dann hätte ich mir noch ein bisschen weniger Aufschriften gewünscht. Die Schrift hier unten ist mir ein bisschen zu groß. Also noch ein komplett schwarzes Board fände ich auch geil. Aber so ist es auch nicht schlecht. So macht man natürlich auch ein bisschen Werbung und die Leute wissen, was ist das für ein Board. Kann ich also auch verstehen. Nur das als kleine Anmerkung. Und ich würde noch anmerken, ich weiß nicht, wie das in der SUP-Industrie abläuft, ob man da ein Backup-System einbauen kann, also ein Zweikammer-System, dass man redundant unterwegs ist. Tourenbereich, Expeditionen, da fände ich sowas ganz cool. Natürlich kann man sich auch eine Rettungsboje ans Board machen, dass einem das Board dann nicht absäuft, wenn es mal Leck schlägt oder ähnliches. Nur so als Anmerkung. Also es ist kein negativer Punkt, das Ding ist auf jeden Fall gebaut wie ein Panzer. Ich gehe nicht zimperlich damit um und mache mir da auch keine Sorgen, dass das Ding irgendwie auf dem Wasser kaputt geht. Nur so als Anregung. Positive Punkte, ganz klar, die ganzen Extras, Carbon-Elemente, das Beladungssystem gefällt mir sehr gut, die Halterung für die Beleuchtung, vorne die GoPro-Montage ist auch sehr geil, also diese glatte Fläche, die GoPro-Montage ist ja nicht dabei. Das Deckpad hat mir auch sehr gut gefallen, ist schön groß und hat auf jeden Fall sehr viel Grip. Und ganz wichtig, das Ablassventil ab 20 PSI ist einfach eine angenehme Sache im Sommer, man muss sich keine Sorgen machen. Und außerdem auch noch die Nose schön hoch bei 25 cm. Ist einfach gut, wenn man nicht ins Wasser reinsticht und jetzt gerade im Winter kommt weniger Wasser aufs Board und man hat weniger kalte Füße. Ich trage jetzt Neoprenschuhe, Neoprensocken und da geht es noch. Aber trotzdem, jede Kälte von außen spürt man auch am Fuß. Und wenn weniger Wasser aufs Board kommt, ist es einfach sehr gut. Und ja, ansonsten noch die Breite des Boards oder die Maße des Boards. Das Board liegt sehr stabil auf dem Wasser und gleitet auch relativ gut durchs Wasser. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ansonsten, wenn ich noch was anmerke, positiv oder negativ, dann werde ich es unten in die Kommentare schreiben, wenn ich jetzt zum Beispiel was vergessen habe. Das Kommentar werde ich dann anpinnen. Das heißt, wenn ihr das Video jetzt vielleicht ein Jahr oder so später seht, schaut unten in die Kommentare. Wenn noch irgendwas vorgefallen ist, positiv oder negativ, dann werde ich das in die Kommentare schreiben. Dann war es das jetzt auch schon. Wie gesagt, Trick 17, Gutscheincode 200 Euro auf euer Board kriegt ihr bei Billboard SUP. Schaut euch auf jeden Fall mal im Shop um und Like da lassen, Abo nicht vergessen, Glocke aktivieren und wenn ihr Bock habt, das Ganze noch mal ein bisschen auf Touren zu sehen, bis hier was auf YouTube kommt, dann folgt mir auch auf Instagram, blende ich euch hier ein und da freue ich mich auch immer über Follower. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Habt eine gute Zeit, bis demnächst, macht's gut, ciao.